Das hier ist eine Musterlösung für Aufgabe 1.1 des CAD-Workshops von Motorsport. In dieser Aufgabe geht es darum, ein Teil nach einer vorgegebenen technischen Zeichnung zu konstruieren. Dieses Teil konkret ist ein Bremspedal. Ähm, ja, legen wir einfach mal los. Fangen wir direkt an. Erstmal einfach einen groben Umriss dieses Teils zu konstruieren. Ich fange also erstmal einfach mit einer Skizze an, lege die auf die oberste Ebene hier, auf eine der Basisebenen. Und wir machen ganz erstmal einfach nur einen Kubus als Grundteil. Mit den Standardabmaßen hier, den äußeren Abmaßen. 235 und das ganze Bremspedal hat am Ende eine Höhe von 30 Millimetern. So, jetzt haben wir hier schon unsere erste Skizze fertig. So ganz simpel einfach nur ein Viereck mit diesen Abmaßen. Und das Ganze können wir jetzt schon extrudieren. Also einmal die Skizze zumachen und dann hier einmal auf linear ausgetragenen Aufsatz klicken. Und wir wollen das Ganze 30 mm dick machen. Nicht Zentimeter, Millimeter. So. Okay. Im nächsten Schritt jetzt fangen wir schon an, im Grunde die ersten Details hinzuzufügen. Also vor allem die inneren Ausschnitte. Und ich mache dazu nochmal eine neue Skizze. Leg die mal wieder hier hin. Das Ganze einmal ausrichten. Und ja, was sind so die ersten Sachen, mit denen wir jetzt anfangen? Vielleicht ganz am Anfang mal die großen Bohrungen, die wir da haben. Die große Bohrung auf der oberen Seite. Ich lege mir einmal eine Linie in der Mitte hier rein. Und mache einmal zwei Kreise hier hin. So, vielleicht fangen wir auch direkt schon an, das Ganze zu bemaßen. 45 mm Abstand zur oberen Kante. Und hier 10 mm zur unteren Kante. Übrigens, zu dieser Linie, die ich gerade hier in die Mitte gelegt habe, das hier ist einfach eine Hilfslinie, eine Konstruktionslinie. Also die hat keinen Einfluss auf das Bauteil selbst. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, so eine Linie zu erstellen. Man kann hier oben im Linienmenü, im Skizzenreiter ganz einfach auf Mittellinie klicken. Man kann auch eine normale Linie erstellen, also ganz normal so. Wenn ich jetzt mal eine einfach hier zur Demonstration in den leeren Raum zeichne und dann auf die Linie nochmal draufklicken und hier den Haken bei für Konstruktion setzen, hat denselben Effekt. Also es sind beides einfach Hilfslinien, die wir hier nutzen können, um diese beiden Kreise genau in der Mitte des Teils hier anzuordnen. Ich könnte jetzt, wenn ich auch hier auf der anderen Seite noch hier an dieser Linie genau in der Mitte eine weitere Linie hinzufügen wollte, einfach hier über eine der Kanten mit der Maus drüber fahren und hier so ungefähr im Bereich der Mitte erscheint dann automatisch dieser Mittelpunkt. Und wenn ich da dran klicke und dann auf der anderen Seite dasselbe mache, erhalte ich automatisch eine Linie, die genau in der Mitte dieser Kante hier liegt. Also das ist jetzt nur zur Demo gewesen. Brauchen wir nicht. So, machen wir mal weiter noch hier. Wir brauchen noch ein paar Bemaßungen für diese beiden Kreise. Das hier oben ist ein Kreis mit 30 mm Durchmesser. Und der hier unten hat 10 mm. So. Ja, mal kurz zur Demonstration. Gehen wir einmal aus der Skizze raus. Wir haben jetzt hier uns einfach eine Skizze hier unten draufgelegt. Und die könnte ich jetzt schon für ein Feature benutzen. Also wenn ich jetzt mal auf Features gehe und einen linear ausgetragenen Schnitt wähle, ja, fängt jetzt an, das wird jetzt in die falsche Richtung gehen. Das heißt, wir müssen einmal die Richtung des Schnitts ändern. Machen wir hier auf dem Button. Und hat jetzt schon im Voraus 30 mm ausgewählt. Da ist aber normalerweise nicht immer der passende Wert jetzt drin. Also wir wollen ja einmal komplett durch alles schneiden. Man kann hier in dem Feature Manager auf der linken Seite bei der Richtung noch verschiedene Optionen auswählen.
Und was wir jetzt hier konkret machen, wir wollen durch alles schneiden. Also wenn wir das auswählen, können wir uns sicher sein, da bleibt nichts stehen, wenn wir genau in die Richtung nach oben schneiden. Und das einmal bestätigen, haben wir schon unsere Löcher jetzt in diesen Klotz reingeschnitten. Für die nächsten Sachen, wir wollen ja noch ein bisschen was hinzufügen. Noch lange nicht fertig. Gehe ich einfach nochmal in die Skizze zurück. Also wir haben ja ganz am Anfang gerade eben unsere Skizze erstellt und wenn ich die nochmal aufmachen möchte, wenn ich hier einfach in diesem Feature Manager auf der linken Seite das Ganze aufklappen. Hier haben wir unseren Schnitt, den wir gerade eben ausgeführt haben, und wenn wir den aufklappen, haben wir die Skizze hier. Wenn wir die nochmal bearbeiten wollen, einfach Rechtsklick drauf und Skizze bearbeiten. So, jetzt können wir mal als nächstes weitermachen mit dieser Gerüststruktur, die wir da im Innern haben. Und ich fange mal ganz oben an. Was wir da brauchen, ist ein Halbkreis. Weil wir da oben ja an diese Rundung, an dieses runde Loch hier abschließen mit so einem Steg. So, einfach erstmal grob einen Halbkreis reingezeichnet. Und als nächstes, ich mache es mir erstmal ganz simpel und zeichne grob, wie dieser Ausschnitt aussehen soll. Also jetzt sind noch nicht, sind noch nicht diese Stege hier in der Mitte enthalten. Die werde ich jetzt als nächstes hinzufügen. Die Taste L drückt, kann man auch das Linienfeature aufrufen. Das geht ein bisschen schneller. So. Ja, müssen wir schon aufpassen, dass die beiden Linien zueinander parallel sind. Ansonsten sähe das ein bisschen komisch aus. Wenn ich jetzt einstellen möchte, dass diese beiden Linien zueinander parallel sind, einmal STRG gedrückt halten und beide Linien markieren. Und dann kann ich Skizzenbeziehungen hinzufügen. Und ich möchte, dass die parallel sind. So, wird mir auch direkt hier durch so ein kleines grünes Symbol angezeigt. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Steg. Wenn ich jetzt direkt die nächste Linie zeichne, hier oben weitermache und dann so mache, dann kann ich auch direkt automatisch hier, man sieht das so in Gelb auf der rechten Seite des Mausstiftes gerade, wird automatisch eine Beziehung hinzugefügt, dass es parallel ist. Das hatte ich jetzt gerade eben hier unten nicht, weil ich die Linien separat hintereinander erstellt habe. Wenn ich jetzt das in einem Durchgang mache, habe ich auch die Möglichkeit, das automatisch direkt zu erzeugen. So, direkt schon parallel. Und dann nochmal den nächsten Steg hier oben. So, auch wieder parallel. Man muss mit diesen automatischen Beziehungen immer ein bisschen aufpassen. Manchmal erzeugt man damit versehentlich Beziehungen, die man eigentlich gar nicht haben wollte, und dann wundert man sich, dass man später Fehlermeldungen bekommt. Also immer gut aufpassen da bei diesen Sachen. So, diesen Steg oder diese Stege, die wir hier gemacht haben, die können wir als nächstes jetzt mal bemaßen. Die sind alle 2 mm breit. Wir haben hier unten dieser geraden Winkel von 35 Grad, 32 Grad. So. Diese gerade die Kante hier unten hat einen Abstand von 20 mm zur unteren Kante. So. Die ist jetzt schon vollständig definiert, die Linie. Das kann man mal gut dran sehen, dass die jetzt schon schwarz geworden ist. Die ganzen anderen Linien, die gerade noch blau sind, die sind alle noch nicht definiert. Und wir wollen natürlich, dass in unserem Bauteil alles fest definiert ist. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier noch weitermachen. So, wir haben jetzt hier einen Winkel von 64 Grad zwischen den beiden Stegen. Und dasselbe hier oben auch. Okay. Dann haben diese Kanten hier, dieser Schnitt, Abstand von 3 mm zur äußeren Kante. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Okay, ist schon mal ein bisschen mehr schwarz geworden, das ist schon mal gut.
Die Linie hier oben ist jetzt hier eine radiale Beziehung, also der Radius praktisch von dieser Rundung hier ist 3 mm größer als der von dieser Bohrung. Das heißt, wir klicken die beide hintereinander an und dann können wir die Radiusdifferenz praktisch einstellen. Die ist 3 mm. So. Okay, jetzt müssen wir uns noch um die Stege kümmern. Hier fehlt noch der Abstand. Der hat hier genau 20 mm zur unteren Kante. Wenn ihr in die Zeichnung guckt, werdet ihr sehen, dass ich jetzt hier noch keine Verrundung mit konstruiert habe. Die werden wir im nächsten Schritt hinzufügen. Erstmal, um das Ganze simpel zu halten, das macht man auch immer viel weniger Fehler, habe ich das Ganze erstmal weggelassen und erstmal einfach alles nur gerade gezeichnet. Wir haben hier auch wieder 20 mm Abstand. Und dasselbe nochmal hier. Okay. Das sieht schon mal besser aus. Jetzt als nächstes noch, wenn wir das Ganze jetzt schon so als Schnittskizze benutzen würden, wäre SolidWorks ein bisschen verwirrt. Der Grund dafür ist, dass wir hier mehrere geschlossene Konturen haben. Wir haben hier einmal diesen Bereich in der Mitte zum Beispiel, den wir ja eigentlich wegschneiden wollen. Jetzt haben wir den Steg hier unten, da ist aber auch noch eine Kontur drumherum, weil ich es mir eben leicht gemacht habe beim Zeichnen. Das heißt, wir müssen jetzt noch diese kleinen Linienstücke hier wegschneiden. Und das einfachste, der schnellste Weg, um das zu machen, ist das Trimmen-Werkzeug. Hier oben Elemente trimmen. Und ich lasse es einfach mal auf intelligentes Trimmen stehen. Und wenn man jetzt mit gedrückter Maus hier drüber fährt, kann man direkt diese Stücke da wegschneiden. Hier unten auch. So. Jetzt haben wir genau die Konturen, die wir rausschneiden wollen aus dem Stück. Also da, wo nachher kein Material mehr sein soll. Eine Kleinigkeit fehlt noch, wo wir gerade schon mal dabei sind. Wir haben hier oben noch so eine kleine Bohrung. Der Mittelpunkt der Bohrung ist 20 mm von der oberen Kante entfernt. Und 9 mm von der linken Kante. Und das Ganze hat einen Durchmesser von 12 mm. So. Okay. Dann haben wir erstmal soweit alles, was wir hier rausschneiden wollen. Da wir das Ganze jetzt schon in Feature eingebettet haben, also das ist ja schon mit diesem Schnitt hier verknüpft, können wir einfach aus der Skizze wieder rausgehen. Und hier sind unsere Schnitte schon direkt in dem großen Klotz. So, was wollen wir als nächstes machen? Als nächstes noch müssen wir hier außen ein bisschen Material wegnehmen. Das mache ich jetzt nochmal in einer neuen Skizze, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu halten. Je mehr Feature man macht, desto schneller findet man einzelne Merkmale wieder, also wenn man nochmal was ändern möchte. Aber natürlich ist es auch wieder blöd, wenn man zu viele Features macht, dann ist es auch wieder unübersichtlich. Aber machen wir jetzt dafür mal zwei getrennte Features nochmal. Also für die äußere, ich klicke mal einfach ich lege mal die Skizze hier oben drauf. Neue Skizze nochmal. Und wir zeichnen einmal ein paar geschlossene Konturen für die Segmente, die wir noch hier oben wegschneiden möchten. Ist natürlich wichtig, ich kann nicht einfach nur eine Linie auf der Innenseite zeichnen, ich muss das Ganze einmal komplett rum machen, damit wir eine geschlossene Kontur haben, die SolidWorks dann benutzen kann, um den linearen Schnitt anzuwenden, um das Ganze wegzuschneiden. So, ich mache es erstmal nur ganz einfach da oben und einmal hier unten. So. Und dann fangen wir einmal an, das hier oben zu bemaßen. Das sieht jetzt in der technischen Zeichnung, wenn wir uns das genauer anschauen, diese Kante hier ist genau 20 mm vom Mittelpunkt dieser Bohrung entfernt.
Jetzt kommen wir erstmal, wenn wir hier dieses Bemaßungswerkzeug nehmen, kommen wir nicht an diesen Mittelpunkt hier dran. Den können wir uns aber holen, wenn wir einfach einen Punkt erstellen. Also hier das Skizzenwerkzeug. Einmal auf den äußeren Rand, und man sieht es jetzt schon, einmal auf den äußeren Rand mit der Maus fahren, und dann erscheint in der Mitte dieser Hilfspunkt hier, und wenn ich da draufklicke, habe ich mir jetzt einen Punkt erstellt, der genau in der Mitte des Kreises, in der Mitte dieser Bohrung liegt. Dann, den können wir für eine Bemaßung benutzen. Das sind 20 mm. Okay. Und ein weiteres Maß ist noch hier oben dieser Abstand. Der ist nämlich 3 mm groß. Und damit ist das Ganze auch voll bemaßt hier oben. Und noch den Teil hier unten. Da haben wir 45 Grad, einen 45 Grad Winkel hier. Und von der Mitte, von diesem Stück hier, genau von der Mitte des Bauteils, 5 mm Abstand zu der Kante da unten. Wenn wir uns mal die Mitte des Bauteils eben holen wollen, machen wir uns einmal eine Hilfslinie, eine Konstruktionslinie. Einmal hier, so, die liegt dann genau in der Mitte. Und dann können wir den Abstand hier unten dran zeichnen. 5 mm. Genau. Okay, das Ganze haben wir jetzt nochmal auf der linken Seite, und um uns das Leben ein bisschen einfach zu machen, können wir einfach mal eben das Ganze rüberspiegeln. Wir haben mit dieser Linie jetzt schon hier eine Spiegellinie. Das heißt, ich fange damit an, einfach mal einmal kurz alle Elemente zu markieren, wenn ich Steuerung gedrückt halte, die ich darüber spiegeln möchte. Und dann mit dem Werkzeug Elemente spiegeln hier oben ja, das Ganze zum Spiegeln auswähle. Dann geht dieses Menü hier auf der linken Seite auf, und ich muss noch eine Spiegelachse auswählen. Spiegeln um. So, ich sehe es schon in der Vorschau hier jetzt so, das ist genau das, was wir wollen. In dem Menü müssen wir hier darauf achten, dass hier der Haken bei Kopieren gesetzt ist. Wenn ich den Haken wegmachen würde, würden die Sachen auf der rechten Seite verschwinden. Also es wird dann tatsächlich rübergespiegelt und wäre dann hier weg. Wenn wir den Haken bei Kopieren setzen, bekommen wir wirklich eine referenzierte Kopie. Und die ist dann auch vollständig bemaßt. Ganz einfach, weil SolidWorks dann automatisch für all die Eckpunkte hier Symmetriebeziehungen setzt. Also wir haben hier wieder Skizzenbeziehungen. In dem Fall die Symmetriebeziehung, die diese Spiegelachse hier als Symmetrieachse benutzt und sich jeweils auf das, was wir am Anfang hier gezeichnet haben, beziehen. So. Das ist soweit alles, was wir hier brauchen. Man kann auch, ohne aus der Skizze rauszugehen, direkt ein lineares Feature jetzt hier auswählen. Also einfach mal direkt auf Features gehen und dann den linear ausgetragenen Schnitt wählen. Und das passt schon soweit. Ich wähle zur Sicherheit nochmal aus, dass wir wirklich durch alles schneiden wollen. Und dann können wir das bestätigen. So, das sieht gut aus. Was haben wir als nächstes? Ja, im Grunde, ich kontrolliere einmal kurz. Im Grunde können wir jetzt noch kurz, bevor wir die Verrundung machen, die 4 kleinen Bohrungen auf diese Seite hier konstruieren. Also wenn ich jetzt auf dieser Seite mir eine Skizze erstellen möchte, ich klicke einfach hier auf die Kante im Bauteil drauf, auf Skizze, neue Skizze, und kann das Ganze, die Kamera immer senkrecht dazu ausrichten. Ich weiß gerade gar nicht, wo es genau ist. Es gibt eine Tastenkombination. Einfach Steuerung und 8 drücken, Steuerung 8. Dann legt SolidWorks das Ganze immer parallel zur Kameraebene aus. Das ist immer einfacher, wenn man Skizzen konstruieren möchte. So. Wir haben hier 4 Bohrungen, die hier auf die linke Seite sollen. Und das Ganze ist, die sollen genau mittig angeordnet sein. Ich fange einmal damit an, mir eine kurze Mittellinie hier reinzulegen. So, und mache dann mal eben hier grob 2 kleine Bohrungen hin. So, die sind jetzt noch, da ist noch überhaupt nichts definiert, deswegen ist noch alles blau, die könnte ich jetzt frei herumschieben. Wir
wir wollen auf jeden Fall, dass die beiden Punkte auf derselben Höhe sind. Da können wir eine Skizzenbeziehung benutzen und einfach sagen, dass sie horizontal liegen sollen. So, wenn ich die jetzt verschieben würde, hängen die schon mal auf derselben Höhe. Dann als nächstes, ja, können wir schon anfangen, die zu bemaßen. Da haben wir schon Abstand von 20 mm nach zur linken Kante. Und 56,5 zwischen den beiden Bohrungen. 56. So. Und bevor ich jetzt hier noch den Durchmesser bemaße und den Abstand zwischen den beiden, also ich habe ja erstmal nur 2 Bohrungen gerade gezeichnet, die müssen wir noch einmal rüberspiegeln. Beide wieder markieren. So. Jetzt kann ich den Abstand nämlich hier zwischen den beiden ganz gut bemaßen. Das sind ja laut Zeichnung 20 mm. Und sind schon alle passend angeordnet. So, jetzt müsste ich noch für jeden einzeln den Durchmesser bemaßen. Ihr könnt es das aber auch hier einfach machen und einmal alle 4 Kreise markieren und die zueinander gleichsetzen. Mit der Skizzenbeziehung gleich. Das bedeutet, dass die alle denselben Durchmesser haben. Das ist jetzt schon entsprechend, haben die sich verändert. Und wenn wir jetzt einen dieser Kreise bemaßen, haben glaube ich genau 5 mm, werden alle anderen direkt auch automatisch mit bemaßt. Ne, und wenn ich jetzt nochmal das Ganze ändern wollte, bräuchte ich nur ein Maß ändern und mir ein bisschen Zeit sparen. Okay, das können wir schon so benutzen. Jetzt müssen wir wieder einen Schnitt machen. Ja, und das ist natürlich nicht das, was wir wollen hier. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, um zu erreichen, dass wir nur hier vorne den Bereich durchbohren. Wir könnten einmal hier den Wert runtersetzen, keine Ahnung, 12 mm, ja, das würde schon passen. SolidWorks macht es einem da aber auch noch ein bisschen einfacher, wenn wir hier nämlich als Endbedingung die Auswahl bis nächste auswählen. Guckt SolidWorks automatisch, wo ist die nächste Fläche, die dieser Schnitt schneidet, und dort hört er auf zu schneiden. Das ist genau das, was wir wollen hier. Also es wird auch mit 12 mm funktionieren, aber so ist noch ein bisschen schöner. Okay. Was jetzt noch fehlt, sind Verrundungen. Und wir fangen mal an mit den 4 mm Verrundungen. Das sind in der Zeichnung alle die nicht bemaßt sind. Das steht ja im Kommentar da oben. So, wir nehmen hier das Verrundungsfeature und wir wollen einen 4 mm Radius haben. So. Und jetzt als nächstes klicken wir einfach alle Kanten an, die wir verrunden wollen. Also das ist vor allem alles in diesem Bereich hier in der Mitte. Ein bisschen gucken, also man kann auch ganze Flächen anklicken. Dann werden allerdings auch alle Kanten, die an diese Fläche angrenzen, verrundet. Also wenn ich das jetzt mal zur Demonstration, ja, man sieht es jetzt gar nicht groß in der Vorschau, das wird wahrscheinlich hier auch nicht funktionieren. Diese Fläche würde ich jetzt nicht anklicken wollen, also das wird wahrscheinlich eine Fehlermeldung geben. Also ich nehme die Fläche wieder raus, auf Entfernen drücken und ich will jetzt wirklich nur diese Kante hier haben. So, das ist besser. Da sieht man auch direkt in der Vorschau, wie die Verrundung dann aussehen wird. Und das Ganze machen wir jetzt einmal für all die ganzen Kanten. Und die beiden Kanten hier unten waren auch mit dabei. Ja, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Dann haben wir ein paar 5 mm Verrundungen. Machen wir nochmal neue Verrundungen. So, 5 mm. Und die 5 mm Verrundungen sind
hier unten. Ja. Und eine letzte Verrundung, die wir noch haben, das ist unsere 21 mm Verrundung hier oben an dieser Stelle. Genau. So. Und damit wären wir soweit von der Konstruktionsseite her fertig. Jetzt können wir einmal noch kontrollieren, ob wir alles richtig gemacht haben. In der technischen Zeichnung, die wir hier als Grundlage für das Ganze hier haben, ist das Gewicht des Bauteils angegeben, dieses Bremspedals. Und um das natürlich entsprechend bestimmen zu können, müssen wir hier erstmal für dieses Teil einen Werkstoff festlegen. Und das können wir hier in dem Bereich machen, wenn wir einen Rechtsklick auf Material machen und dann Material bearbeiten. Dann öffnet sich dieser Materialmanager und wir haben hier als Material eine Aluminiumlegierung und zwar 7075 T6. Genau das hier. Einmal anwenden, dann können wir es schließen. Und jetzt, um das Gewicht dieses Bauteils zu bestimmen, wir auf Evaluieren und hier oben auf Masseeigenschaften. Und wir liegen bei 224,55 Gramm. Und das ist genau der Wert, der auch in der technischen Zeichnung angegeben ist. Also wir haben wohl offenbar alles richtig gemacht. Gut, damit wären wir durch mit der Konstruktion dieses Bauteils. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.